Hallo liebe Freunde und willkommen zum zweiten und wahrscheinlich auch der letzten Folge von Pneuma, Breath of Life. Ich bin wie immer euer Lazarus Kedenix und tja, machen wir mal weiter. A state change on observation. Things in this world can change. Apparently between only two states though, on and off. Hopefully not indicative of my state of mind. Binary, between two extremes, two poles if you will. Okay. Nicht das. Zack. Kann ich vielleicht mal, ich will mal was schauen. Einstellungen, Gameplay, Kamera drehen, nein, Anzeigen. Nein, bringt nichts. Ich dachte, ich könnte vielleicht. But why does the world change between a few states? Changes only seem to occur in small degrees. Why? Why is the world quantized? It confuses me that there's a limited amount of states in this world. I think that there would be an infinite amount. Why would there need to be a limit unless there was a constraint? And why would there be a constraint? I sure hope it's due to incomprehensible macro-level relationships rather than the overwhelming simplicity of a system. That is a nightmare which I could not face. The implication would be clear. A wooden boy given the breath of life. Clever. Aber nicht clever genug. Nicht clever genug, um einen Lazarus Kedenix zu besiegen. Und jetzt geht's hier weiter. Continuous makes more sense than discrete, surely. All ideas are continuous, but the mechanics discrete. Nonsense, clearly nonsense. The location of each item in the world is only accurate to a binary exponent width of 8 bits. Why? And still, it can only be observed by a keen eye for infinitesimal phenomena. Planck's constant, the universe's machine epsilon. Oh, what am I even saying? Paranoia, paranoia! Eine Sekunde. Alter, dröhnt mir gerade die Musik auf den Kopfhörern. Ist ja schon schlimm. Ich frage mich, was ich hier machen soll. Soll ich das vielleicht so drehen, dass ich hier sehe? Also, jetzt merkt mal wieder, ich bin gerade wieder ein bisschen ratlos. Also, die sind alle hierhin gerichtet. Muss ich da irgendwas... Muss ich das vielleicht hier weiterlenken? Muss ich das hier vielleicht drehen, oder? Ah, ich hab's kapiert. Also, das Licht kommt von hier oben runter. Ich muss sagen, echt schönes Spiel. Außer ein paar kleine Grafik
Nachruckler hier und da, aber das ist okay. Okay. Oh, man merkt schon, ich bin 9 Minuten drin. Ja, was heißt 9 Minuten drin? Ich bin ein paar Minuten drin. Für den Aufnahmetakt noch 9 Minuten. Ah, interessant. Das war's. Ach, sind wir schon durch. Also, ist ein bisschen mickrig. Also, ich sag mal, das Spiel, das kostet gerade mal, wie viel? 14,99 und, mal ehrlich, für 15 Euro erwarte ich bei 6 oder 7 Kapiteln, was das Spiel jetzt hat, nicht viel. Also, Hydration ist wichtig, also immer schön hydrieren, liebe Freunde. Aber wisst ihr, was ich gerne hätte? So ein richtiges Rätselspiel nach dem Motto Warhammer Quest Silver Tower. Wer von euch kennt Warhammer Quest Silver Tower? Also ich meine nur das richtig geile Brettspiel, was GW jetzt rausgebracht hat. Das muss ich mir noch zulegen, fehlt in meiner Sammlung. Sondern auch das Buch dazu. Das Buch ist ja auch so geil, außer dass die Namen extrem scheiße sind. Ja. Grand! So many doors! The path still appears to travel onwards behind a large gate, but there are forks in this path. An opportunity to travel, see the universe, go along any path I desire. All this travelling, though. I would like a travelling companion. Someone to watch over me, help decide where to go, watch my back, keep me company. Oh, but that's just silliness. I don't really need anyone. I'm a god. This world has rules, clearly. For one, I cannot walk through walls, which is disturbing. You'd think if I was a god, I could do what I wished. For the most part, I don't appear to be in control. Perhaps my subconscious is keeping the world in shape. Subconscious. A powerful part of mind, all along unobserved, subtle. I wonder what resides in this subconscious. Those thoughts that I'm not aware of. Not all of my decisions are wisely made under the full power of cognition. Some decisions are made outside of the conscious self. I seem to observe a lot of my actions with little or no control over them. I must still own these actions. Also ich hätte gerne Beard Almighty an meiner Seite, der mir hier ein bisschen hilft. Ja, versuchen wir es erstmal mit Tor Nummer 2. Das ist ja... Oh, Royal Racers Industry. Ja. Hier kommt Speed Racer. Okay, das scheint schon ein bisschen einfacher zu sein. If knowledge is in the mind, to be alone is to experience all of knowledge. All the substance of knowledge exists within mind. Therefore, to suppose another, whose mind was unknowable or transient, would suppose a world in which all knowing was an impossibility. So it follows that being alone serves as a proof of my deity. In this way, it is a comfort to me that I am alone. Others would be a difficult problem. A stairway to heaven made of fool's gold. Stairway to heaven. Being alone is important. If one does not hear both parts of a conversation, one cannot have a full idea of what is discussed. Okay. To be alone is to know the whole story.
But still, this world seems to attempt to communicate something. The world is filled with part conversation. The writings on the walls themselves. Das war jetzt eher ein einfacher Let there be yet more light. Being alone can serve as a comfort. If there's no one can hurt you. But perhaps that's a bleak outlook. There must be joy that comes from others. Praise, they can offer praise. As a god, praise is something I can relate to. Not enough praise at the moment. Worship wouldn't go amiss. But if there were others, they might attempt to belittle me, bring me down to improve their own relative status, accuse me of pride, narcissism, pretentiousness, or grandiose self-referential commentary. Nonsense. Pretension implies there is a lack of thought. The pretense of thought. I've thought long and hard about how brilliant I am. Alter, ist der in sich selbst verliebt. Es tut ja ein bisschen weh, dem zuzuhören. Also, es tut auch weh, mir zuzuhören. Also. Done. Okay. Gehe ich mal weiter durch Tür Nummer 3, weil wahrscheinlich wird 1 das Schwerste, weil das wieder so eines, ich muss hingucken und wieder nicht hingucken und dabei gilt mein ganzer Spektrum und nicht nur da dieses kleine Fadenkreuz in Form meines Auges. 2 ist geschafft, gehen wir weiter zu 3. Oh, eine Treppe. Bin ich vielleicht im Silver Tower? Ist dies It doesn't take a genius to see that I am a genius. Comparative statements are somewhat redundant when you're the lone wanderer of the universe. I think I'd like a goddess to share this with. We could walk around and talk about gold, perhaps waste away the time discussing how brilliant I am. She could bask in my intellect and compliment me on my immense wealth. Perhaps she'd look like me too. Obviously she couldn't be as handsome, that would be unthinkable. Could I create a goddess more majestic than myself? Could I create a rock that I couldn't lift? Well, apparently I can create doors I cannot open. What does a goddess do, though? Quite clearly, I'm busy doing all this god stuff. Walking about, thinking about stuff, solving problems, inventing problems to solve. Would she be my helper, or off doing her own thing? I'm a pretty big deal. If I had a goddess, I'd assume she'd want to be around me most of the time. But I feel like I'm too busy with all these challenges to possibly give her all of my attention. I mean, to be fair, it's likely to destroy her given my godlike intensity. Maybe I'd make her in my image. That would be amazing! 2 of me! Oh, we'd have so much in common! I'd quite like her to be lively. First, she'd have to be alive. Being alive is somewhat a prerequisite for being lively. Not created life yet. I see as through a glass dimly, not knowing as I should know. Okay, ich muss auch zwischendurch mal die Zeit im Auge behalten. Ah. Das sind Zahlen, aber ist die 1, 1, 1, 3. Das heißt, 1 davon. Nein. Ah, 2 oder 1. 1, 2, nein. Nein. Alter. Alter. Also durch jeden 1 außer durch den sollte ich 3 sehen.
Ah. More light. Slight obsession with light here. I'm done here. Oh Gott, gleich öffnet sich das Stargate. Aber es kommt mir echt so vor, als wäre das eine Domäne des Tzeentch. 3 ist offen. Gut zu wissen. Warum kann ich nicht rennen? Ich würde so gerne rennen. Ich kann nur springen. Ja, mit Steuerkreuz laufen kann ich auch nicht. Das wäre wenigstens was. Könnte sein, denke ich, da ich hier in der Domäne des Tzeentch bin, dass all diese Rätsel, dieses ganze Ich bin ein Gottgehabe am Ende mich nur irgendwo in ein Labyrinth bringt, wo irgendein Gaunt-Summoner auf seiner Flugdisk hockt und mich auslacht? Alter. Schwerer Gedanke. Aber ich merke, alle sind schon mal einfacher als das erste Rätsel. Oh. Why can I be surprised? If I'm all-knowing, then I should know all. Perhaps there is a moment when knowledge is created. Ah. Sometimes when I ask these questions, I wish there was a response. Wish there was someone out there listening to me, hearing these words. But how could they tell me even if they were listening? I've never heard their voice. If a voice came down from the sky to talk to me, I'd probably think I was crazy. But in case anyone's listening, I have a surplus of gold. If you'd like to pop by my universe, I could give you some. Friendship for gold? Straight up trade? Beginnen wir mit einem Teil. Ein Teil des Ganzen, das alles ward. So. Schauen wir mal, wir müssen aber darüber. Ah. Ich bin ein Teil des Ganzen, das alles ward. Ach ja. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die Böses will und Gutes schafft. Nur für Notfall. Ach ja. That's this done. I make a lot of mistakes and missteps. Can a god make mistakes? A mistake is something unintended. Am I an imperfect god? Or perhaps I'm not a god at all. Oh, no. Let's not be silly. Of course I'm God. Natürlich bin ich ein Gott. Weiter ich mich, das heißt, ich muss einmal so hinbewegen, ich mich so hinbewegen. Oh Gott, also wenn ich mich hinbewege. Ist also auch aktiviert. Da frage ich mich kurz mal. Ja, da hinten geht's nicht lang, sah aber ein bisschen so aus. So. Hey. Kennt ihr das, wenn es euch an den Rücken an einer ganz blöden Stelle kratzt? Und ich habe natürlich auch meinen Rückenkratzer mit zur Hand. Echt geil. Aber eigentlich so einen schönen Rückenkratzer, der ist so ein schönes Teil. Das ist widerlich, ne? Zum Glück bin ich. Kann ich mir einen Arm rausrenken? Naja, nicht ganz. Weiter geht's. Ich muss anmerken, es ist schon spät, ich bin lange wach
Und ich habe heute schon geschafft, also ich bin schon ein bisschen durch mit den Nerven. Oh Gott, in Raum Nummer 1. Ich habe jedes Rätsel in Raum Nummer 1 nicht. Ist da irgendein Muster? Nicht vielleicht drüber gehen, ohne hinzuschauen? Nein, das ändert gar nichts. Also es ist das Hinschauen. Aha. Ah. Wenn ich also vorbeigehe, dann ändert sich das Muster. Wenn ich also nur das eine anschaue und dann, ich mache nur den hier. Aha. Hey, okay, das ist schwer. Also jedes Mal ändert sich das. Jedes Mal, wenn ich dann drüber laufe. Ich versuche das gerade so ein bisschen reinzukriegen. Ja, dann ist hier wieder das Problem. Ihr merkt schon, jedes Mal, wenn ich dann nur ein kleines Stück die Sicht verändere, also ich hab's doch schon fast.
Dann verändert sich wieder alles. Das ist wirklich eins dieser... Diese Sichtspektrum-Spiele sind wirklich die nervigsten in dem Ganzen, ne? Eieiei. Aha. So. Eieiei. Weißt du, du glaubst schon, dass du es hast und dann... Eieiei. Oi, also an dem Rätsel gehe ich drauf. Kann ich das nicht resetten, das Rätsel? Ich hasse solche Blickrätsel. Die sind immer scheiße. Kann ich nicht? Einstellungen, Anzeige, Tiefenschärfe freigeben? Aha. Das ist ja widerlich. Einstellungen, Anzeige. Jetzt weiß ich, warum Tau keine Tiefenwahrnehmung haben. Warum kann ich nicht zoomen? Naja, ich mach's jetzt mal so. Ich mache hier jetzt mal kurze Überblendung und wir sehen uns dann wieder, sobald ich das Rätsel geknackt habe. Also, bis dann. Ciao. Alter, war das eine Scheißgeburt. Ich musste sogar schon meine Bildschirmeinstellung, ich habe gemerkt, meine Bildschirmeinstellungen waren noch zu weit. Das heißt, selbst wenn bei mir der Bildschirmrand geendet hat, hat das Spiel noch dran erkannt, dass der Bildschirm da weitergeht. How does compartmentalization square with consciousness? This subconscious, what's that doing? Keeping secret knowledge. Even as a god, the idea of trudging through my subconscious is somewhat nightmarish. Some things best not known, even for the all-knowing. Eieiei.
Das lag an den Bildschirmeinstellungen. Ich habe es jetzt nochmal verändert und danach ging's ruckzuck. Ah, was für ein Scheiß. The sad thing about being a god is the crushing loneliness. I don't really feel I have an equal. This wall, for instance. Don't get me wrong, he's a smart-looking wall. I enjoy being around him, but he has little of interesting conversation. Very flat personality. Like the bridge from earlier. Very anthropomorphized. Apropos Anthropomorph. Hat jemand von euch Zoomania gesehen, den Film? Der war echt geil. Sag ja immer, wäre der Film nicht mit sprechenden Tieren, wäre der wahrscheinlich ab 18. Alter. Alter! Also okay, das erste ist es. I love giant machines. The bigger the machine, the better. This is my idea of heaven. There's something about a giant machine that screams godlike. Me and my machines, animated, as if alive, but really just acting inside a closed system. They give the impression they are full of life, but they are just wheels and cogs that turn in time. Ticking, clicking and clacking contraptions. Okay. Die Base von diesem Turm. Aha. 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 So. Aha. Ja. Nein. Tja, mal schauen, ob ich recht habe. Dann geht es hier lang. Dann geht es da lang. Dann geht es da lang. Ich sehe schon, irgend so ein Entwickler, der sich dran guckt und sagt, haha, das wird bestimmt schwer. Ja, das mit den Fliesen war ein schweres Rätsel und beschissenes dazu. Tada. Alter, kann ich mich einfach zu Tode stürzen? Nein, kann ich nicht, weil mein Fall verlangsamt wird. Alter, wir werden wahrscheinlich... Ich habe eigentlich gehofft, dass wir jetzt die letzten 3 Rätsel in einem Durchlauf schaffen. Im Notfall mache ich Überlänge. Sind wir eigentlich schon. Halbe Stunde sind wir schon lange drüber. Wir sind jetzt bei 45 Minuten müssten wir jetzt sein. 45, 46 sowas. Nee, nicht 45, 35, 36 müssen wir jetzt sein. Sesam, öffne dich! Still no companion. Beard Almighty, wo bist du? Alter, die Verzweigung des Pfades.
Ich gebe dir gleich mal Verzweigung des Pfades in dein ätherisches Rektum. Alter. Oh, wird wahrscheinlich doch eine dreiteilige Folge. Na, werde ich jetzt auch machen. Also daraus mache ich jetzt erstmal einen Dreiteiler. Dann warten wir kurz, bis es geladen ist. Geladen hat, geladen ist, geladen wird, geladen sein, geladen drum. Rum. Morgen muss ich erstmal morgen rendere ich die Folgen, beziehungsweise schneide sie, render sie. Und während sie schön rendern, male ich meinen meinen Oruk-Boss auf Maw-Crusher fertig. Und ich würde mal sagen, wir machen für heute, für diese Folge jetzt eine Pause. Es werden doch 3 Folgen. Ich habe gehofft, es werden nur 2, aber dieses Rätsel hat zu lange gedauert. Und ich bin müde. Und daher sage ich mal für heute, ciao mit V, tschö mit Ö und tschü mit Ü. Bis morgen dann. Adieu und ciao.